Hier steht ein sehr altes Gebäude. Es stammt aus einer Zeit, als Lindenau noch ein Bauerndorf und ein Vorort von Leipzig war. Erbaut wurde es 1823 als Wohnhaus im Biedermeierstil. 1855 zog der damals 29 Jahre alte Leipziger Arzt Dr. Ferdinand Goetz in dieses Haus. Er wohnte hier mit seiner Familie und eröffnete eine Arztpraxis. Ferdinand Goetz war ein sehr guter Mediziner und als Arzt viel im Einsatz. Er war beliebt und half vielen Menschen. Oft verlangte er dafür kein Geld. Damals war es normal, dass der Arzt zu seinen Patienten nach Hause kam. Über Ferdinand Goetz wird erzählt, dass er in die Kochtöpfe seiner Patienten schaute. Er wollte sehen, was die Leute essen, und erkannte dadurch manchmal die Ursache ihrer Krankheiten. Deshalb wurde er auch Töpfchendoktor genannt. Als Kind liebte es Ferdinand Goetz zu turnen, zu schwimmen und zu fechten. Goetz gehörte auch zu den Personen, die 1868 die Sportorganisation Deutsche Turnerschaft gründeten. Dort übte er fast 50 Jahre wichtige Funktionen aus. Zudem gelang es ihm, das dritte Deutsche Turnfest 1863 nach Leipzig zu holen. Er hielt dort die Festrede. Auch mit 87 Jahren war Goetz noch aktiv und engagiert. So leitete er das Deutsche Turnfest 1913 in Leipzig noch mit. Goetz richtete 1867 in seinem Haus ein Archiv und eine Bibliothek ein. Dort sammelte er alle wichtigen Dokumente und Bücher über das Turnen. Es war das erste Sportarchiv in Deutschland. Er engagierte sich dafür, dass beliebte Turner bei den Menschen in Erinnerung bleiben, und ließ 1894 Erinnerungsstätten an den Turnvater Friedrich Ludwig Jahn in Freiburg an der Unstrut bauen. Er verehrte den deutschen Kaiser und unterstützte dessen Politik. Sein Lebensmotto war: Herz und Hand dem Vaterland. Er war dagegen, dass die Klasse der Arbeiter turnte und eigene Vereine gründete. Auch die damals modernen Sportarten, wie zum Beispiel Radsport, Rudern, Leichtathletik und Fußball, kritisierte er. Für ihn gab es nur einen Sport: Turnen. 1896 fanden in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Goetz verbot den deutschen Sportlern, dort teilzunehmen. Sie sollten für Wettkämpfe nicht ins Ausland reisen. Die deutschen Turner verehrten Ferdinand Goetz sehr. Er war für sie, so wie Friedrich Ludwig Jahn, ein zweiter Turnvater. Auch die Stadt Leipzig ehrte ihn und nannte 1896 eine kleine Straße im Stadtteil Lindenau nach ihm: Goetzstraße. Ferdinand Goetz war sehr alt, als er 1915 starb. Zu seinem 100. Geburtstag wurde 1926 ein Fest veranstaltet und im Garten des alten Wohnhauses eine große Büste aufgestellt. Im Jahr 2000 wurde das Goetzhaus saniert. 2 Jahre später öffnete es zum Deutschen Turnfest wieder seine Türen, als kleines Museum über Dr. Ferdinand Goetz. Heute gibt es das Museum nicht mehr und im Haus ist ein Restaurant untergebracht. Sportroute Leipzig digital. Ein Projekt des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, Sportmuseum Leipzig 2023. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Barrierefreie Umsetzung mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Leipzig.